Herzlich willkommen in Kuching, die Hauptstadt Sarawaks und das Tor zu Borneo. Kuching heißt übrigens auf Malaysisch Katze, deswegen ist die Katze hier allgegenwärtig. Und warum diese Stadt so einen besonderen Flair hat und ihr hier unbedingt 2 Tage einplanen solltet, das zeigen wir euch in diesem Video. Also let's go! Ja, wir sind in Sarawaks charmanter Hauptstadt auf Borneo, der berühmten Katzenstadt. Aber glaubt uns, Kuching hat so viel mehr zu bieten als nur süße Statuen. Macht euch bereit für eine echte Reiseüberraschung. Wir sind mitten in Kuching und tauchen ein in ihr pulsierendes Herz, die Waterfront. Hier am Sarawak-Fluss treffen futuristische Architektur und tief verwurzelte Geschichte aufeinander. Das beeindruckende Dewan Undangan Negiri mit seinem markanten, geschwungenen Dach ragt majestätisch in den Himmel. Ein echtes Symbol für das moderne Sarawak. Direkt daneben spannt sich die elegante Darul Hanna-Brücke über den Fluss. Sie schafft nicht nur eine wichtige Verbindung, sondern erstrahlt besonders bei Nacht in spektakulärem Licht. Ein absolutes Highlight für jeden Besucher. Von hier aus könnt ihr die schwimmende Moschee bestaunen, die ruhig auf dem Wasser thront. Ein faszinierender Anblick, besonders bei Sonnenuntergang. Für eine ganz andere Perspektive solltet ihr unbedingt eine Bootstour auf dem Sarawak-Fluss machen. Vom Wasser aus eröffnen sich euch völlig neue Blicke auf diese beeindruckenden Bauwerke und das lebhafte Treiben am Ufer. Die Kuching Waterfront ist ein lebendiger Treffpunkt, wo ihr die Seele der Stadt spüren und ihre vielseitigen Facetten von architektonischen Wundern bis zu historischen Schätzen hautnah erleben könnt. Gegenüber der Waterfront begeben wir uns direkt in die Geschichte Kuchings, den Jalan Main Bazaar. Diese Straße ist nicht nur die älteste in der Stadt, sondern auch das historische Herzstück. Hier reihen sich wunderschön erhaltene Shophouses aneinander, die einst als Laden und Wohnhaus dienten und bis heute mit ihrem einzigartigen Charme beeindrucken. Der Jalan Main Bazaar ist ein Paradies für alle, die auf der Suche nach authentischen Souvenirs und Kunsthandwerk sind. Egal ob traditionelle Textilien, handgeschnitzte Figuren oder lokale Delikatessen. Hier findet ihr garantiert ein besonderes Andenken an eure Reise nach Sarawak. Lasst uns nun eintauchen in eine der charmantesten Straßen Kuchings, die Padungan Street. Nur einen kurzen Spaziergang von der Waterfront entfernt empfängt euch diese lebendige Straße, die früher mal das alte Chinatown war. Hier reihen sich traditionelle Shophouses aneinander, deren historische Fassaden Geschichten aus vergangenen Zeiten erzählen. Wir selbst hatten hier unser Hotel und können diesen Standort absolut empfehlen. Die zentrale Lage und die lebhafte Atmosphäre machen Padungan zum perfekten Ausgangspunkt, um Kuching zu erkunden. Tagsüber findet ihr hier eine bunte Mischung aus kleinen Geschäften, Cafés und lokalen Eateries. Und wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich die Padungan Street in ein echtes Highlight für Foodies und Nachtschwärmer. Entdeckt die Vielfalt der lokalen Küche, von Garküchen bis zu gemütlichen Restaurants, und lasst den Abend in einer der lebhaften Bars ausklingen. Abseits der historischen Fassaden und modernen Wahrzeichen überrascht Kuching mit einer anderen Form von Kunst, der Street Art. Überall in der Stadt, oft in unscheinbaren Gassen oder an Hauswänden, findet ihr farbenfrohe Wandmalereien und kreative Installationen. Diese Kunstwerke erzählen Geschichten. Von der Geschichte Sarawaks, seinen vielfältigen Kulturen und den Menschen, die hier leben. Haltet die Augen offen und lasst euch von der Kreativität dieser Stadt begeistern.
Eine weitere faszinierende Ecke Kuchings ist die Carpenter Street. Diese historische Gasse war einst das Zentrum des chinesischen Handwerks und hat ihren Charme bis heute bewahrt. Hier reihen sich traditionelle Geschäfte aneinander, die euch mit ihrem ganz eigenen Flair in eine andere Zeit versetzen. Nur wenige Schritte weiter taucht ihr ein in die reiche spirituelle Vielfalt der Stadt. Majestätische chinesische Tempel mit ihren kunstvollen Verzierungen laden zum Staunen ein und erzählen von uralten Traditionen. Direkt danach erwartet euch die belebte India Street Pedestrian Mall, ein historischer Bazar mit Textilien, Souvenirs und Lebensmitteln. Zudem prägen zahlreiche Kirchen das Stadtbild von Kuching und dienen als Mittelpunkte der christlichen Gemeinschaft. Dieser unglaubliche Mix aus Kulturen, Religionen und Traditionen macht Kuching so einzigartig. Es ist diese friedliche Koexistenz, die das Herz der Stadt ausmacht. Als nächstes tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Borneo Cultures Museums. Und das ist kein gewöhnliches Museum. Es ist eines der größten und modernsten Museen in ganz Südostasien und ein absolutes Muss, um die unglaubliche Vielfalt der Kulturen und die reiche Geschichte Borneos zu verstehen. Auf mehreren Etagen erlebt ihr hier interaktive Ausstellungen, beeindruckende Artefakte und spannende Geschichten der indigenen Völker Sarawaks. Von traditionellen Lebensweisen über Kunsthandwerk bis hin zu den Naturwundern der Insel. Das Museum nimmt euch mit auf eine fesselnde Reise durch die Zeit. Plant unbedingt genug Zeit ein, denn hier gibt es wirklich an jeder Ecke etwas Neues zu entdecken und zu lernen. Wenn der Tag sich dem Ende neigt, verwandelt sich die Kuching Waterfront in einen magischen Ort. Jetzt strömen alle hierher, um die angenehme Abendstimmung am Sarawak-Fluss zu erleben. Die Hitze des Tages weicht einer erfrischenden Brise und die ganze Promenade erwacht mit einer ganz besonderen, entspannten Energie zum Leben. Sobald es dunkel wird, beginnt die wahre Show. Die elegante Darul-Hanna-Brücke erstrahlt in einem Meer aus bunten Lichtern, die das Wasser spiegeln und eine fantastische Kulisse schaffen. Auch die gesamte Uferpromenade wird wunderschön illuminiert und lädt zu einem Spaziergang ein. Aber das absolute Highlight des Abends ist die Darul Hanna Musical Fountain Show. Ein Spektakel aus Wasser, Licht und Musik, das mit seinen Choreografien begeistert. Wir fanden diese Show sogar noch beeindruckender und moderner als die an den Petronas Towers in Kuala Lumpur. Ein perfekter Ausklang für einen unvergesslichen Aufenthalt in Kuching. Wir haben uns in Kuching richtig wohl gefühlt. Die Stadt hat eine ganz spezielle Atmosphäre. Das Essen ist super, die Preise sind absolut angemessen und das Wichtigste von allem, die Menschen sind total freundlich und offen. Man fühlt sich hier richtig willkommen. Ja, auf jeden Fall. Und wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang an der Waterfront und lassen den Abend ausklingen. Und falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar und sehr gerne auch ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.